Heute möchte ich dir das 9G-Visum auf den Philippinen vorstellen, eine rechtssichere und fast steuerfreie Alternative zum digitalen Nomadenmodell, wo du auch sehr viel reisen kannst, mehr oder weniger permanent reisen kannst, aber im Gegensatz zu vielen anderen Modellen tatsächliche Rechtssicherheit hast, insbesondere auch im Hinblick auf Deutschland und die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du hast es sicherlich schon in anderen Videos gehört. Die Philippinen stehen bei uns relativ hoch auf der Agenda. Ich bin seit 2006 in den Philippinen aktiv. Wir haben ein Office in Davao City, der zweitgrößten Stadt der Philippinen, der Heimatstadt des Ex-Präsidenten Duterte übrigens. Er war hier Bürgermeister und ist als Bürgermeister dieser Stadt bekannt geworden. Er hat da mal richtig aufgeräumt. Nun möchte ich auch dir gerne Davao zeigen und wir werden daher ab sofort in die Philippinen Reisen organisieren. Termine dazu findest du auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Es wird ein intensives Seminarprogramm geben, wo wir detailliert über das Thema Steuern und die Philippinen sprechen. Natürlich, wie du dich steueroptimiert in den Philippinen aufstellen kannst, aber dann auch die ganzen Themen, die ja aus deutscher Sicht so relevant sind. Wegzugsteuer, erweitert beschränkte Steuerpflicht, Entstrickungsbesteuerung, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und so weiter und so fort. Also all die Themen, die man im Grunde beim Auswandern wissen muss. Das ist eine tolle Gelegenheit, hier Gleichgesinnte kennenzulernen, Leute, die so denken wie du, Leistungsträger, die die Schnauze voll haben, die weg wollen, die sich steueroptimiert aufstellen wollen, dabei aber eben einen rechtssicheren Weg gehen müssen und deshalb sich für die Philippinen interessieren. Also ich würde mich sehr freuen, mit dir gemeinsam die Philippinen zu entdecken. Wir haben ein intensives einwöchiges Seminar- und Reiseprogramm vorbereitet, alle Details auf unserer Webseite. Es würde mich freuen, dich dort kennenzulernen. Nun aber zurück zum Thema und das heutige Thema ist das 9G-Visum. Das 9G-Visum ist ein Arbeitsvisum, das in den Philippinen ausgestellt wird. Es wird das erste Mal ausgestellt für ein Jahr und kann dann auch für längere Perioden ausgestellt werden. Die Bedingung ist, um dieses Visum zu bekommen, dass du einen Arbeitgeber in den Philippinen hast, beziehungsweise einen Auftraggeber, wenn du Freiberufler bist. Wir können dieses Visum komplett für dich beantragen. Wie das Ganze funktioniert, ist, dass wir dabei eine Firma für dich auf den Philippinen gründen. Da werden wir 4 Filipinos als Gesellschafter mit dir eintragen. Das ist notwendig, damit ein Staatsbürger dann das Arbeitsvisum erhalten kann. Das sollte aber für dich komplett unproblematisch sein. Du wirst ja diese Firma ohnehin nicht verwenden, um dort Vermögen drin aufzubauen. Das heißt also auch, wenn man jetzt einen Sicherheitsaspekt bedenkt oder Misstrauen oder sowas, was man natürlich immer verstehen kann bei solchen Modellen, sollte das in diesem konkreten Fall für dich komplett harmlos sein. Diese Firma ist einfach nur dein Arbeitgeber und das war's. Große Gelder werden nie über diese Firma laufen. Das heißt, auch die Gefahr von Missbrauch ist hier natürlich extrem gering. Ganz davon abgesehen vertrauen wir natürlich unseren Partnern in die Philippinen. Also ich könnte mir ohnehin nie vorstellen, dass dir irgendwas passiert, aber selbst wenn man diesen Fall jetzt einmal durchdenken würde, was man ja tun muss, ist mir völlig klar, ist das in diesem konkreten Fall komplett harmlos. Du kannst dann mit dieser philippinischen Gesellschaft eine Rechnung an deine Kunden schicken. Was ist der Vorteil dieses Visums? Mit diesem Visum bekommst du die steuerliche Ansässigkeit in den Philippinen. In den Philippinen ist es ja generell so, dass es keine 183-Tage-Regelung oder sowas gibt oder irgendwelche Mindestaufenthaltstage. Du bist als Inländer, also als Filipino, dort unbeschränkt steuerpflichtig auf dein weltweites Einkommen, aber Ausländer sind niemals auf ihr weltweites Einkommen steuerpflichtig, sondern immer nur auf das Einkommen aus philippinischen Quellen, beziehungsweise jene Einkommen, die eben mit den Philippinen irgendwas zu tun haben. Wenn du zum Beispiel als Freiberufler in den Philippinen arbeitest für ein deutsches Unternehmen, dann ist dieses Einkommen in den Philippinen zu versteuern, weil du ja vor Ort in den Philippinen arbeitest. Also die Quelle alleine ist nicht entscheidend, sondern im Grunde genommen, ob das Einkommen irgendwas mit den Philippinen zu tun hat, beziehungsweise einer Tätigkeit, die vor Ort in den Philippinen ausgeführt wird. Um jetzt in den Philippinen unbeschränkt steuerpflichtig zu sein, brauchst du dort ein langfristiges Visum. Dazu gehört dieses 9G-Visum dazu. Für Rentner gibt es das SRRV-Visum. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Es gibt dann noch das SIRV-Visum. Da kannst du 75.000 investieren in philippinische Staatsanleihen oder philippinische Aktien. Dann hättest du ebenfalls ein Visum. Und mit diesem Aufenthaltstitel dann giltst du als unbeschränkt steuerpflichtig in den Philippinen, also unbeschränkt auf deine philippinischen Einkünfte. Und du bekommst dann vom philippinischen Staat auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Man braucht kein Visum, um auf den Philippinen zu leben. Viele unserer Mandanten sind dort ohne Visum. Du kannst dort 3 Jahre mit Touristenvisum dich aufhalten. Dann verlässt du das Land, kommst wieder zurück, sind es wieder 3 Jahre. Aber wenn du eben Tourist bist, dann hast du tatsächlich nur steuerliche Ansässigkeit nach 183 Tagen. Viele unserer Mandanten nutzen eben daher die Philippinen in Kombination mit einem Visum. Das heißt, du hast dann die steuerliche Ansässigkeit, bekommst ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, musst aber im Grunde genommen nicht da sein.
Es muss natürlich dein Wohnsitz in den Philippinen sein. Das heißt, du musst dort eine richtige Wohnung mieten. Nicht irgendein Compliance-Wohnsitz in Anführungszeichen, sondern eine richtige Wohnung, einen richtigen Wohnsitz, eine auf langfristige Nutzung ausgelegte Wohnung. Das organisieren wir für dich in Davao. Mein Kollege Tim ist da unterwegs, besorgt dir dann dort eine Wohnung. Eine relativ respektable Wohnung fängt bei $350 pro Monat an. Eine Luxuswohnung kostet vielleicht $800 oder $900 im Monat und einfache Wohnung gibt es dort schon für $150 im Monat. Die Miete musst du jeweils ein Jahr im Voraus bezahlen. Wie gesagt, wir organisieren das Ganze für dich komplett. Du bist dann der Einzige, der im Mietvertrag drinsteht. Das ist also nicht irgendwie ein seltsames Flat-Sharing-Setup oder so. Wobei du natürlich auch mit Freunden gemeinsam eine Wohnung nehmen könntest, wenn du das gerne willst. Ja, wenn ihr zu dritt seid und sagt, okay, wir nehmen hier zu dritt eine Wohnung, geht das natürlich auch. Aber das ist jedenfalls eure Wohnung, euer Mietvertrag. Ihr steht dort drin. Und natürlich bekommt ihr dann auch Utility-Bills, die ihr vorlegen könnt bei Steuerbehörden, bei Banken etc. pp. Wir organisieren dir die Steuernummer in den Philippinen und auch dann das steuerliche Ansässigkeitszertifikat, wobei man das eben erst bekommen kann, wenn man mindestens mal für ein Jahr eine Steuererklärung in den Philippinen eingereicht hat. Das heißt, das steuerliche Ansässigkeitszertifikat ist jetzt nicht etwas, was man hier innerhalb von 2 oder 3 Wochen kriegt, sondern da muss man eben erstmal eine gewisse Zeit da gewesen sein. Steuererklärung heißt nicht, dass man dort Steuer bezahlt. Man kann auch eine Nullerklärung einreichen, wenn man keine Einkünfte zu versteuern sind. Aber man muss diese Steuererklärung einreichen, um das steuerliche Ansässigkeitszertifikat zu bekommen. Das ist in vielen Ländern ehrlich gesagt so, auch zum Beispiel in Großbritannien oder in Irland. Das heißt, ohne einmal eine Erklärung einzureichen, gibt es einfach kein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Aber ganz ehrlich, das steuerliche Ansässigkeitszertifikat ist im Grunde auch in den meisten Fällen gar nicht so wichtig. Ja? Außer du hast vielleicht jetzt deutsche Einkünfte, wie zum Beispiel eine deutsche Rente, dann musst du das vielfach vorlegen, damit die Steuer in Deutschland nicht abgezogen wird. Aber einfach, um jetzt deinen Wohnsitz in den Philippinen nachzuweisen, auch zum Beispiel gegenüber Banken und auch gegenüber dem Finanzamt, reicht der Mietvertrag normalerweise aus. Und mit der Steuernummer sollte es dann alles tatsächlich verheben. So, warum ist jetzt dieses 9G-Visum interessant? Was ist der entscheidende Vorteil für dich, wenn du Freiberufler bist, wenn du Einzelunternehmer bist und eigentlich als digitaler Nomade leben möchtest? Ich habe ja schon sehr viele Videos zu diesem Thema gemacht. Der digitale Nomadenstatus ist für deutsche Staatsbürger genauso wie der Perpetual Traveler Status nicht kompatibel mit dem deutschen Steuerrecht. Sämtliche gewerblichen Einkünfte, die du erzielst als Einzelunternehmer, als Programmierer, als Berater, E-Commerce etc. pp. sind noch in Deutschland für 10 Jahre zu versteuern, wenn du zum Beispiel eine amerikanische LLC verwendest, die nirgendwo eine Betriebsstätte hat. Also wenn die Gewinne irgendwo versteuert werden, dann sind sie natürlich nicht nochmal in Deutschland zu versteuern. Aber wenn du dieses typische Setup machst mit einer Briefkastenfirma, zum Beispiel einer amerikanischen LLC, und es gibt keine Betriebsstätte dieser Gesellschaft, dann sind möglicherweise die Gewinne in Deutschland noch zu versteuern für 10 Jahre nach deiner Auswanderung. Ganz klar, viele kommen damit durch, das ist mir schon klar, das macht es aber natürlich nicht legal und viele unserer Mandanten haben damit Bauchschmerzen. Ja, ich kann dir nicht sagen, na okay, jetzt werde ich eh keiner erwischen. Das ist nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Lass uns doch eine Bank ausrauben, solange uns keiner erwischt, ist ja alles gut. Die meisten unserer Mandanten, die können da nicht ruhig schlafen mit dieser Lösung. Die wollen eine Lösung, die wirklich rechtssicher ist. Die wollen auch in der Lage sein, jederzeit gegenüber dem deutschen Finanzamt hier eine Auskunft geben zu können und sagen zu können, so und so mache ich es. Das ist mein Setup, falls sie danach gefragt werden. Und es werden ja immer mehr danach gefragt. Dazu hatte ich auch schon verschiedene Videos gemacht. Und genau dieses Setup in den Philippinen ist nun ein Setup, was aus deutscher Sicht absolut rechtssicher ist. Warum ist das so? Nun, zunächst mal, die Philippinen sind ein Land, die ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland haben. Es ist also nicht ein Land, zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder sowas, wo du keinen Abkommensschutz hast, sondern du hast ein Land, da gibt es ein sehr solides Abkommen und wir werden auch gleich mal in dieses Abkommen hineinschauen. Das heißt, alleine schon dadurch, dass es dieses Abkommen gibt, ist eigentlich die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, von der wir ja so oft warnen, eigentlich entschärft. Ja? Zumindest zum Großteil. Jetzt nehmen wir einmal an, du bist Einzelunternehmer, sagen wir einmal, du bist Berater und du möchtest jetzt ein rechtskonformes Setup haben. Also mit deinem 9G-Visum, was du dann aus den Philippinen von uns bekommst, hast du auch ohne Anwesenheit in den Philippinen unter der Annahme, dass du dort einen Wohnsitz hast, eine steuerliche Ansässigkeit. Du kannst eine Steuererklärung einreichen, auch wenn es eine Nullerklärung ist. Das heißt, du kannst weiterhin die Welt bereisen, du hast keine verpflichtende Anwesenheit in den Philippinen. Damit hat die Firma, die du da gründest, denn ich hatte ja vorhin gesagt, wir gründen eine Firma für dich, deren der Geschäftsführer du bist, diese Firma hat dann eine Betriebsstätte in den Philippinen, denn du bist ja dort steuerlich ansässig. Ganz davon abgesehen gibt es da natürlich auch noch philippinische Gesellschafter. Und die Firma hat natürlich einen richtigen Firmensitz etc. Das heißt, dort ist eine Betriebsstätte gegeben und es handelt sich nicht um eine Briefkastengesellschaft, denn die Wohnung, die du in den Philippinen mietest, das ist die Betriebsstätte deiner
Kapitalgesellschaft. Aber es wird noch besser, denn wenn du diese Kapitalgesellschaft hast und dir ein Gehalt von dieser philippinischen Gesellschaft bezahlen lässt, dann sind nur die Teile des Gehaltes in den Philippinen zu versteuern, die für Tätigkeiten in den Philippinen bezahlt wurden. Also, mal angenommen, die philippinische Firma zahlt dir 10.000 Euro Gehalt jeden Monat. Nehmen wir einmal an, du bist die Hälfte des Monats in den Philippinen. Dann ist auf die Hälfte dieser 10.000 Euro in den Philippinen Steuern zu bezahlen und Sozialversicherungsbeiträge. Die andere Hälfte, die anderen 5.000 werden dir brutto überwiesen, komplett steuerfrei, denn dadurch, dass du nicht in den Philippinen arbeitest, löst du persönlich auch keine Steuerpflicht in den Philippinen aus. Natürlich musst du dann schauen, dass du in keinem anderen Land eine Steuerpflicht auslöst. Es macht natürlich absolut keinen Sinn, dich jetzt mehr als 183 Tage in Deutschland aufzuhalten oder in Frankreich oder in Spanien oder in Italien und dann dort die Steuerpflicht auszulösen für die übrigen 50%, die in den Philippinen nicht versteuert werden. Die 50% habe ich jetzt einfach mal so in den Raum gesagt. Man könnte auch sagen 10% zum Beispiel. Ja, das heißt, du bekommst 1.000 Euro ausbezahlt von der philippinischen Gesellschaft als Gehalt, was du in den Philippinen versteuerst, weil du dich 10% der Zeit in den Philippinen aufhältst. Aber du bist den Rest der Zeit eben nicht dort. Somit hast du dann ein Setup, was komplett rechtskonform ist, rechtskonform in den Philippinen, aber auch rechtskonform in Deutschland im Hinblick auf die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Sicherlich der Aufwand ist jetzt ein bisschen größer, als wenn du eine einfache LLC gründest, wo es ja keine Buchhaltungspflicht etc. gibt, aber dafür hast du eben die Rechtssicherheit. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich will nicht wirklich meinen Kunden eine Rechnung schicken über eine philippinische Firma, das sieht alles ein bisschen seltsam aus. Okay, ich meine, dann kannst du einfach deine LLC verwenden, kannst Rechnungen schreiben mit der LLC an deine Kunden, das ist ja eine amerikanische Firma, das sieht vielleicht besser aus, und deine philippinische Firma stellt eben Rechnungen an deine eigene amerikanische LLC. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Aber die Vorteile gehen im Grunde genommen noch weiter. Wenn du jetzt Einkünfte hast, die möglicherweise unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen würden, nehmen wir einmal an, du hast Krypto oder du hast deutsche Aktien. Und nehmen wir einmal an, man würde jetzt die Philippinen als Niedrigsteuerland sehen im Sinne des Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes. Dann müsste man ja vorsichtig sein. Ich hatte ja schon ähnliche Videos gemacht, zum Beispiel zum Thema Irland und Großbritannien. Dort gibt es im Doppelbesteuerungsabkommen eine Rückfallklausel. Das heißt, dort steht, wenn die Einkünfte nicht in Irland besteuert werden, dann hat Deutschland ein Besteuerungsrecht. Also, du hast deutsche Aktien, du verkaufst deutsche Aktien, du fällst unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, damit sind sie noch in Deutschland steuerpflichtig. In Irland versteuerst du den Verkauf der Aktien nicht, weil du den Non-Dom-Status nutzt. Wie gesagt, wir reden hier nur von deutschen Aktien, wir reden nicht von internationalen Aktien, wir reden von deutschen Aktien. Ganz wichtig, deutsche Einkünfte, nicht ausländische Einkünfte aus deutscher Sicht. Dann hätte Deutschland ein Besteuerungsrecht auf diesen Verkauf der deutschen Aktien, weil es eben im DBA, im Doppelbesteuerungsabkommen, diese Rückfallklausel gibt. Mit Krypto genau das Gleiche. Es gibt die Rückfallklausel, du versteuerst die Kryptos nicht in Irland, da sind sie steuerfrei. Du hältst dich nicht an die einjährige Spekulationsfrist. Deutschland kann besteuern. Schauen wir uns das Ganze mal im Doppelbesteuerungsabkommen an und schauen uns mal den Unterschied an Irland im Vergleich zu den Philippinen. Also hier ist das deutsch-irische Abkommen. Die Rückfallklausel finden wir in Artikel 29 Einschränkung der Abkommensvergünstigung. Sind nach diesem Abkommen Einkünfte oder Veräußerungserlöse in einem Vertragsstaat ganz oder teilweise von der Steuer befreit und ist nach dem im anderen Vertragsstaat geltenden Recht eine natürliche Person hinsichtlich dieser Einkünfte oder Veräußerungsgewinne mit dem Betrag dieser Einkünfte oder Veräußerungsgewinne steuerpflichtig, der in den anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird, nicht aber unter Zugrundelegung des Gesamtbetrags dieser Einkünfte oder Veräußerungsgewinne, so ist die nach diesem Abkommen erstgenannten Staat zu gewährende Steuervergünstigung nur auf den Teil der Einkünfte oder Veräußerungsgewinne anzuwenden, der in den anderen Staat überwiesen oder dort bezogen wird. Also diese Abkommen sind natürlich immer sehr kompliziert formuliert, aber wie gesagt, in Irland haben wir den Non-Dom-Status. Der Non-Dom-Status bedeutet, dass nur Auslandseinkünfte in Irland zu versteuern sind, die du auch nach Irland überweist. Und der Artikel sagt im Grunde genau das. Verkaufst du zum Beispiel deutsche Aktien und überweist den Veräußerungserlös nicht nach Irland, dann ist der in Irland steuerfrei, wenn du den Non-Dom-Status hast. Und dann würde Deutschland wiederum ein Besteuerungsrecht haben. So, das deutsch-philippinische Doppelbesteuerungsabkommen hat eine solche Rückfallklausel nicht. Das heißt, ich kann jetzt natürlich dir auch nicht die nicht vorhandene Rückfallklausel zeigen, aber ich möchte dir dennoch zeigen, wie Veräußerungserlöse, und darunter würde nur Krypto fallen, darunter würden nur noch Aktien fallen, auch deutsche Aktien behandelt werden. So, das Ganze ist im Artikel 13, Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen. Satz 1, Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht. Also hier geht es um Immobilien, das ist klar, deutsche Immobilien. Wenn du diese verkaufst und erzielst Veräußerungserlöse, müssen diese in Deutschland versteuert werden.
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und sonstigen Anteilen an einer Gesellschaft, deren Aktienvermögen überwiegend aus unbeweglichem Vermögen in einem Vertragsstaat besteht. Also das Gleiche gilt für Immobiliengesellschaften. Bist du an einer deutschen Immobiliengesellschaft beteiligt, dann sind auch diese Veräußerungserlöse in Deutschland zu versteuern, wenn du die Anteile verkaufst. So, Absatz 3 ist dann Betriebsvermögen. Das wird auch in Deutschland steuerpflichtig bei deutschen Betrieben, ist ja auch klar. Absatz 4, Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen. Auch das dürfte die meisten nicht interessieren. Absatz 5 ist dann alles andere. Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1 bis 4 nicht genannten Vermögens können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. Das heißt, wenn du in den Philippinen steuerlich ansässig bist, weil du zum Beispiel dieses 9G-Visum hast, dann haben alleine die Philippinen das Besteuerungsrecht. Es gibt keine Rückfallklausel. Und die Philippinen besteuern ausländische Einkünfte von Ausländern nicht, wie ich es vorhin gesagt habe. Das heißt, dieses 9G-Visum ist tatsächlich für dich die komplette Lösung. Hier kannst du steuerlich ansässig sein auf den Philippinen. Hier kannst du Einkünfte erzielen als Einzelunternehmer. Hier kannst du dann auch Vermögen steuerfrei veräußern. Und das eben ist eine rechtssichere Lösung, ganz im Gegensatz zu all den anderen Lösungen, die im Graubereich sind, wenn man es mal vorsichtig formuliert, würde ich sagen. Wie ich es schon gesagt habe, der Aufwand ist natürlich ein bisschen größer, man muss diese Firma gründen, man hat da höhere Kosten, man muss den Wohnsitz da finanzieren, wobei der Wohnsitz nicht besonders teuer ist. Aber das ist eben leider so, die Rechtssicherheit ist mit einem zusätzlichen Aufwand und mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ich packe mal alle weiteren Informationen auch zu unseren Dienstleistungen in die Beschreibung dieses Videos mit hinein, beziehungsweise einen Link dazu. Ich würde dir auf jeden Fall raten, das ganze Thema auch mal mit deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt zu besprechen, wenn du dich damit auseinandersetzt, auszuwandern. Wie gesagt, man würde das ja alles hier gegenüber dem Deutschen Finanzamt offen kommunizieren, was man zu kommunizieren hat. Weiß ich, dass man wegzieht etc. pp. Wenn du dann mal weg bist, natürlich nur noch sehr in beschränktem Umfang. Vielleicht kommst du ja zu unserer Reise mit auf die Philippinen. Die Philippinen sind meiner Meinung nach ein wunderschönes Land. Muss natürlich ganz klar sagen, im Vergleich zu Thailand zum Beispiel sind die Philippinen noch weiter zurück. Es ist ein ärmeres Land als Thailand und das zeigt sich natürlich auch in vielerlei Hinsicht. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist keine Utopia, die Philippinen, da gibt es auch Probleme. Wie gesagt, also da müssen wir jetzt realistisch genug sein. Aber ich denke, als Basis nicht schlecht und es gibt im Vergleich zu Thailand sehr viele Vorteile. Englisch als Amtssprache, ein viel besseres Steuersystem, nicht die ganzen Visa-Probleme, die es in Thailand gibt. Thailand ist ja geradezu besessen, in der internationalen Community und der OECD anerkannt zu werden und macht dazu einige Dinge, die man absolut nicht unterstützen kann. Das sind Philippinen absolut nicht so. Die Philippinen nehmen auch nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Man kann dort hervorragend Bankkonten zum Beispiel in Singapur eröffnen, wenn man dort lebt, hat also dann auch ein solides Banking-System. Auch das philippinische Bankensystem ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenigstens für kleinere Beträge. Würde mich freuen, dich in den Philippinen auf unserer Reise begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch. Link dazu packe ich ebenfalls hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten und zu unterstützen. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, sich rechtssicher aufzustellen in Deutschland, damit man keine Probleme bekommt mit dem deutschen Finanzamt. Das genau ist unser Thema und ich würde mich freuen, auch dich jetzt bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.